Good morning, and good morning. Guten Morgen und guten Morgen. We are in 1 Corinthians chapter 10, verse 14. Wir sind im 1. Korintherbrief, Kapitel 10, Vers 14. My cherished friends, keep on running far away from idolatry. Meine liebgewonnenen Freunde, lauft weiterhin weg vom Götzendienst. Do you know, I've read the Passion Bible now for quite a while. I don't know exactly how long. Ich lese die Passionsbibel schon eine ganze Weile. Ich weiß nicht genau, wie lange. In fact, I've read many translations and I still do. In der Tat habe ich viele Übersetzungen gelesen und das tue ich immer noch. The Passion is not the only translation I read. Die Passion ist nicht die einzige Übersetzung, die ich lese. I read different translations in different language and study the Bible in the Greek and Hebrew. Ich lese verschiedene Übersetzungen in unterschiedlichen Sprachen und studiere die Bibel auf Griechisch und Hebräisch. But and I always, in my Christian life, in my devotional life, I many times switch Bibles too. In meinem christlichen Leben, in meinem Andachtsleben wechsle ich auch oft die Bibel. You know, for maybe a year or two, I read one translation, then I read the other one. Ich lese vielleicht 1 oder 2 Jahre lang die eine Übersetzung und dann die andere. But one thing I've never done, Was ich nie getan habe, that I only read the Bible or especially study the Bible in one translation only. ist, die Bibel nur in einer einzigen Übersetzung zu lesen oder zu studieren. So I always compare, I always go deeper and I always study with the original. Ich vergleiche immer, ich gehe immer tiefer und ich studiere immer mit dem Original. And in the beginning, I have to say, I was skeptical towards the Passion Bible. Ich muss zugeben, dass ich anfangs skeptisch gegenüber der Passion-Bibel war. But then one day I thought, you know, why don't I give it a try? Aber eines Tages dachte ich, warum probiere ich sie nicht aus? And immediately what I did is not see whether I like it or not. Ich habe nicht sofort geschaut, ob sie mir gefällt oder nicht. Immediately I started to compare it with the original. Ich habe sofort begonnen, sie mit dem Original zu vergleichen. What surprised me is that the language is picturesque, it's poetic, it's beautiful. Ich war überrascht, wie malerisch, poetisch und wunderschön die Sprache ist. It's easy to understand, makes the Bible come alive. Sie ist leicht zu verstehen und lässt die Bibel so lebendig werden. And yet it's really, really close to the original. Und dennoch ist sie sehr, sehr nah am Original. And this is what got my attention. Das hat meine Aufmerksamkeit erregt. Now, I'm not promoting the Passion Bible here. I'm just explaining to you why we do our devotionals through the Passion. Ich will hier keine Werbung für die Passion-Bibel machen. Ich erkläre dir nur, warum wir für unsere Andachten die Passion verwenden. Because I'm never going to promote any Bible. You have to figure out which one you like. Ich werde niemals für irgendeine Bibel werben. Du musst selbst herausfinden, welche du magst. But the reason why I'm telling you, because many times people have said to me, you're promoting the Bible. I'm not. So I finally wanted to explain that. Ich erzähle das, weil viele Leute zu mir gesagt haben, du wirbst für diese Bibel. Das tue ich nicht. Das wollte ich endlich mal klären. But I like its picturesque and beautiful language. Ich mag ihre malerische und schöne Sprache. Now, finally explained myself. So, jetzt habe ich das erklärt. Look, my cherished friends, I like this expression and I'll tell you why. Meine liebgewonnenen Freunde, ich mag diesen Ausdruck und ich werde dir sagen, warum. Because Paul is giving a very serious warning and he doesn't come as this strong, authoritative apostle. Denn Paulus spricht hier eine sehr ernste Warnung aus und zwar nicht als dieser starke, autoritäre Apostel. You know, I've been part of the Christian life for more than almost 5.5 decades. Ich bin seit mehr als 5,5 Jahrzehnten Teil des christlichen Lebens. So I've seen so many different things, I've heard so many different doctrines. Ich habe so viele verschiedene Dinge gesehen, ich habe so viele verschiedene Lehren gehört. And very, very few times in my life have I experienced a spirit that the Apostle Paul has shown here. Nur sehr, sehr selten in meinem Leben habe ich einen Geist erlebt, wie ihn der Apostel Paulus hier zeigt. A man who carries true authority over the church and knows that and tells them so. Ein Mann, der wahre Autorität über die Gemeinde hat und das auch weiß und es auch sagt. And at the very same time, he shows deep love, care and kindness. Aber gleichzeitig tiefe Liebe, Fürsorge und Güte zeigt. Now let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. Who is it easier to receive correction from? A mean, harsh guy
or a loving and a caring person? Von wem ist es leichter, eine Korrektur zu erhalten? Von einem gemeinen, strengen Mann oder von einem liebevollen und fürsorglichen Menschen? I think you know the answer. Ich denke, du kennst die Antwort. You see, God's discipline is never motivated from any other motive but pure and perfect love and kindness. Gottes Zurechtweisung ist nie von einem anderen Motiv motiviert als von reiner und vollkommener Liebe und Güte. And Paul carries this heart of God himself. Paulus trägt dieses Herz Gottes selbst in sich. Many times I've been really nervous because I felt that humanism has slipped inside of the church. Ich war oft wirklich besorgt, weil ich das Gefühl hatte, dass sich der Humanismus in die Gemeinde eingeschlichen hat. And you know, humanism is when man is the center and not God anymore. Humanismus ist, wenn der Mensch im Mittelpunkt steht und nicht mehr Gott. But you know what made me almost as concerned as humanism inside of the church? Aber weißt du, was mich fast genauso beunruhigt hat wie der Humanismus innerhalb der Gemeinde? Is the reaction towards it from its leaders. Es ist die Reaktion der Leiter darauf. Because only what I have seen, and I understand it's my experience, Ich habe gesehen und ich verstehe, das ist meine Erfahrung. what I've seen is where church authority becomes harsh and hard as a reaction towards humanism in the church. Ich habe gesehen, dass die Gemeindeautorität als Reaktion auf den Humanismus in der Gemeinde hart und streng wird. You know, how the church and the world needs to see people who carry authority in the same hand as they carry kindness. Wie sehr die Gemeinde und die Welt doch Menschen braucht, die Autorität in derselben Hand hält wie Freundlichkeit. Now let me tell you something. Lass mich dir etwas sagen. And you might have your own opinion, that's fine. Du hast vielleicht deine eigene Meinung dazu, das ist in Ordnung. I believe nobody should exercise authority who first doesn't deeply love the people over whom he exercises authority. Ich glaube, niemand sollte Autorität ausüben, der nicht zuerst die Menschen zutiefst liebt, über die er Autorität ausübt. You know why? Weißt du warum? If I exercise authority without deep love and kindness, I will control. Wenn ich Autorität ausübe ohne tiefe Liebe und Güte, werde ich kontrollieren. I will hurt and harm people. Ich werde Menschen verletzen und schaden. If I exercise authority with a deep love and compassion, I will lead people. Wenn ich Autorität mit tiefer Liebe und Mitgefühl ausübe, werde ich die Menschen leiten. Now, I hope you understand that we don't have authority over people's lives. Ich hoffe, du verstehst, dass wir keine Autorität über das Leben der Menschen haben. Nobody does. Niemand hat das. But in some areas, there are people involved and we have to exercise authority. Aber in manchen Bereichen sind Menschen involviert und da müssen wir Autorität ausüben. So Daniel works for me. He works, so to say, under me. Daniel arbeitet für mich, er arbeitet sozusagen unter mir. I have no authority over Daniel's life. Ich habe keine Autorität über Daniels Leben. But in the area of where we work together, I have authority. Aber in dem Bereich, in dem wir zusammenarbeiten, habe ich Autorität. So I can't exercise this if I first don't love Daniel unconditionally. It will be very destructive. Ich kann sie nicht ausüben, wenn ich Daniel nicht zuerst bedingungslos liebe. Das wäre sehr destruktiv. So let's learn this lesson from Paul. Lass uns diese Lektion von Paulus lernen. My cherished friends. Meine liebgewonnenen Freunde. And then you give them the admonition. Und danach sprechen wir erst eine Ermahnung aus. See you guys tomorrow. Wir sehen uns morgen.